Dann gucke ich mal gerade, was wir jetzt hier Neues bekommen haben. Hier nix anscheinend, oder? Haben wir irgendwas bekommen? Oh ja, hier. Beschädigtes Fallbuch. Interagieren. Dies ist das Fallbuch, das du im Müll gefunden hast. Es ist voll mit Notizen, die ein Mann in enger Schreibschrift verfasst hat. Sieh es dir genauer an. Vielleicht kannst du es ja retten, um selbst Notizen zu deinem Fall machen. Würde ich gerne machen. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Ja, ja. Ist sonst noch was da dran? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper. Okay. Desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Sehr ekelhaft. It's a metaphor for you. Hab verstanden. Du begutachtest das Toilettenpapier. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Ja, bitte. Ja. Vielleicht ist es ja Küchenpapier. Das sieht ja genau gleich aus. Nein, ich ziehe es ab. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila. The ledger now looks marginally better. Alles klar, perfekt. Wir wollen das ein bisschen aufhübschen jetzt. Ich hoffe, das geht. Du untersuchst die Klammer. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Wie detailliert das alles beschrieben wird, oder? Also das ist wie ein Buch. Wie ein Buch mit Bildern. Ich feiere das extrem. Also das ist schon echt cool gemacht. Du fährst mit dem Finger über das Aluminium. Man kennt das ja von alten Text-Adventures, die man noch eintippen musste. Damals Sorg und keine Ahnung, was da alles noch gab. Zum Beispiel, schau dich um oder look around. Und dann wurde ja halt ganz genau beschrieben, was um dich herum so ist und was du dann machen könntest. Öffne die Tür oder nimm die Kerze, irgendwie sowas. Und hier ist es halt so ein bisschen interaktiver und es ist mega gut. Es ist mega, mega gut. Also, mit dem Finger über das Aluminium. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Ein silberner Aufkleber. Looks like an official mark, made to be low visibility outside the right circumstances. Okay. It is similar to the RCM watermark on your blazer the lieutenant mentioned. Didn't he say something about the headlights of his motor carriage? That you can read these there? Okay, Lieutenant, ist dies eines der Hologramm-Wasserzeichen, die Sie erwähnt haben? Du zeigst auf den Aufkleber. What? Yes, halogen watermark used for adding information to RCM property. Interessant. Welche Art denn von Information? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Verstehe. Maybe yours will have how many cases you've solved. Und wie kann ich das lesen? Any capable light with the right wavelength will do. Okay, Sie haben vorhin die Scheinwerfer Ihres Kinemas erwähnt. Yes, RCM vehicles have had lights tuned especially to reveal halogen watermarks. Dann können wir das da uns angucken, ja? This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Yes. Das ist alles, danke. Du schließt das Thema ab. Okay. Er kehrt zu seinen ordentlich geführten Notizen zurück. Wie schön das auch beschrieben wird, dass er ordentliche Notizen hat und wir so ein Toilettenpapier bedecktes etwas. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. It's a sorry sight. Ja, okay, ja. Genau das meine ich, ja. Du blätterst durch die weißen Papiere. Oh mein Gott. Du blätterst durch die gelben Papiere. Erst die weißen. They're not exactly white. Oh. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized
and extremely dense, if mostly illegible. Aha, okay. Was ist da drin? Worum geht es da überhaupt? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Das scheint mir ein bisschen viel, oder? Du zählst die Seiten. Ich muss einen offiziellen Fall eröffnen. Ist noch Platz? Sind 2 Fälle pro Woche eine gute Fallbelastung, Lieutenant? Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Aha. 2 Fälle pro Woche scheint meine Belastung gewesen zu sein, Lieutenant. Ich weiß aber nicht genau, ob ich sie abgeschlossen habe. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Ich bin einfach ausgebrannt. That's okay. We all do, sooner or later. Das tun wir das alle. Er ist ja noch jung, weißt du? Er scheint noch jung. Ich glaube nicht, dass er alt ist. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Du zählst die Seiten. Ich muss einen offiziellen Fall eröffnen. Ist noch Platz? There is, for precisely 1 more. Sehr gut. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Ah, okay. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Du bringst den Fall zu Papier mit dem Kugelschreiber, den Lena dir gegeben hat. Genau das tun wir. The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Du streichst die Aufgaben durch, die du bereits abgeschlossen hast. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. And you. You're a swashbuckler with that pen, Harry, and it feels good. Feels like completion. Das fühlt sich wirklich mal gut an. Endlich. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Lieutenant, haben Sie unseren Fall zufällig bereits benannt? No, actually. Any ideas? Der Gehängte. Die Furien sind im Spiegel zu Hause. Die Abendsonne. Gequirlte Scheiße. Wir nennen ihn der Gehängte. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hangman. Good, strong name. We have a very good name for the case now. Sehr schön. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Neuer Fähigkeitspunkt. Alter, jetzt läuft's aber, wa? Ich bin fertig mit der Untersuchung. Du schließt die Fallakte. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. Ja, They're a okay. little further from your nose now. Ah, okay, ich verstehe. Wie wär's mit die gelben Papiere durchblättern? In the back, you see thin, translucent copy paper. Some neon yellow, some bright red, Ich dachte all wegen covered in was boxes, anderem like Gelb. marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Ah, okay. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Aber welche Art von Formularen gibt es überhaupt? 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Ja. Genug davon. Du schließt die Formel Ordnungswidrigkeitsbußgeld. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real.
But that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. But they appear pleasantly vague. Verstehe. Aber können wir die dann selber auch kassieren, diese Real? Ich würde jeden hier so ein Ding in die Hand geben. Ja, sorry, 1000 Real musst du jetzt zahlen. Vorladung. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. All in a print so small it could be considered downright cute. Als niedlich. Und das letzte Leichenschau vor Ort. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Das ist das, was wir bei unserem Fall jetzt benötigen. Color of the irises, predation marks, condition of sexual organs. Ja, da haben wir jetzt nicht drauf geschaut, glaube ich. Genug davon. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. Ja, The alles rest klar. of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Das waren also die gelben Seiten. Du riechst am Fallbuch. Moment, du siehst dir das Klemmbrett an. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Du schüttelst das Fallbuch. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Was? And something small inside. Light, made of paper or cardboard. Or dried flowers, perhaps. Getrocknete Blumen? Was? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. Wir spähen natürlich hinein. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Man kann nicht hineinblicken. Wie kann ich es öffnen? Du schließt das Thema ab. With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Okay, Mechanik. 72, langer, einsamer Heimweg. Deswegen haben wir es -1? Ich fasse es ja nicht. Wir versuchen es. The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee slowly, Ja. the slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Scheiße, nein, du steckst das Fallbuch ein. Nein, du schiebst das Fach auf. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Und was ist drin? 2 ticket stubs and a handmade postcard. Oh. Du nimmst die entwerteten Tickets an dich. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Okay. Was? Bring dich verdammt noch mal um, du Arsch. Was? Okay, du nimmst die Postkarte in die Hand, fährst fort. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Du riechst zuerst daran. It smells of chewing gum, apricot flavored. Okay. A touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Tutti Frutti, Alter. Du öffnest sie. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. Okay. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up.
Maybe it will make you happy. Harry. Throw it away, please. Aber sie wird mich glücklich machen. A merciful wind blows in from the Bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. Was war das? Frisson covers your entire body, a feeling of cold, a persistent chill. Du hältst sie fest, du liest die Karte. Your hands shake, holding onto it. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. Wenn wir schon soweit sind, wir lesen weiter. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Okay. Es gibt nur noch die Möglichkeit weiterzulesen. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. You feel the ledger slip from your hand. Beschädigtes Fallbuch. Ist mir aus der Hand gefallen. No. Hold on. Du entscheidest dich fürs Festhalten. To what? There's nothing. Detective, is everything all right? Du fällst zur Seite. Sind wir tot? Sag mir nicht, wir sind tot. Kann man in dem Spiel sterben? Was? Was? Beginnen? Was beginnen? There is nothing. Again. Moment mal, was? Wo sind wir hier? Was ist hier passiert? Du liegst einfach da, ohnmächtig. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Wer ist da? Das war ganz am Anfang des Spiels. Sag mir nicht, das Spiel ist jetzt... That's me. Blue eyes, that's me. Und wer war da so schön still? Is it? The world is gone. You are no longer reacting to outward stimuli, yet still. A bitter caustic sense of loss remains. Even in the darkness, great sorrows slip in the water. Slimy. Genau das ist es. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Alter, diese Stimmen, ne? Because it's always there. Tell him. Was passiert hier? Ah, yes. In the old factory system, they call it the apricot chewing gum scented one. It's unhealthy of them to linger on it so. But as they say, what do you do? Er hat so gut gerochen. It didn't smell nice. It smelled like betrayal. Wo ist die Voyager Road? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. War das dieser Ex-Jemand? Die... Bloated corpse of the past resurfacing.
Nein, es war etwas Schönes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier antworten soll. Ich sage einfach, nein, es war etwas Schönes. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Genug, du liegst einfach da, You bewegungslos. think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules. No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Was ist das? Es ist kalt. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And It's delicious. Oh, was denn? Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. Oh. Wo bin ich? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket, the air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Alter, ich dachte wirklich, wir sind tot. Und das Spiel beginnt von neu. Weil das Spiel hat so begonnen, ne? Alter, wie krass. Drink. Water. Der Lieutenant hält dir eine kleine Flasche an den Mund. Ich trinke. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Alter. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Bier trinken. Da hast du absolut recht, Kim. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Und du schließt das Thema ab. Ich schließe das ganze Thema ab. Das gleiche könnte ich Sie fragen. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Wie lange war ich denn weg? 10 minutes, maybe. Oh, okay. Sagen wir ihm die Wahrheit. Ich meine, er ist unser Partner, ne? Ich bin mit den abgebrannten Ruinen der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. Ich scheiß drauf. Du machst dich daran, aus dem Motorwagen zu klettern. Oder ich war dehydriert. Kommt nicht wieder vor. Wir sagen ihm mal die Wahrheit. That does sometimes happen. Er gibt dir die Überreste deines Fallbuchs. Immerhin haben wir das wieder. He replies with such understanding, it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Athlete's foot for cops. Ja, ja. You dropped these. Are you okay to proceed? Lösen wir diesen Fall. Good. Alter, wie cool war das The denn? Ledger of Failure and Hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. Das Fallbuch des Versagens und des Hasses ist ein Spezialgegenstand. Alter. Das schauen wir uns mal an. Wir haben wieder einen Punkt. Wir haben einen Punkt bekommen. Wir können hier wieder ein bisschen was verbessern. Was möchte ich denn verbessern? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ich überlege gerade. Reaktionsvermögen. Immer der Erste, der reagiert, ein unantastbarer Mann. Gewandtheit ist natürlich sehr gering, ne? Hier oben ist eigentlich alles ganz gut. Wobei ich ja merke, wenn wir Level 4 sind, haben wir auch nicht immer 100% Chance, diese Würfelspiele zu gewinnen. Empathie. Verstehe andere. Bringe deine Spiegelneuronen in Wallung. Das sollten wir auch verbessern, ne? Empathie. Ja, das möchte ich haben. Ob es jetzt die richtigen Sachen sind, die ich hier verbessere, ich weiß es nicht, aber ich finde es wichtig. So, wo haben wir das denn jetzt? Wo ist denn unser Fallbuch? Bei Werkzeug. Was verbessern wir dadurch? Oh, guck mal, hier auf der linken Seite. Da wird da einiges verbessert. Innenleben +2. Cool. Okay.
Haben wir immer so eine Bibel in der Hand, also. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir das jetzt die ganze Zeit in der Hand halten? Warum nicht? Wir sehen aus wie so ein Vertreter. Nein, das will ich nicht. So, was haben wir noch? Wir haben hier auch noch irgendwas bekommen, glaube ich. Tommy Leome. Empathie beachtlich. Ah, okay. Ah, das haben wir jetzt freigeschaltet. Das können wir jetzt wieder neu starten. Okay, verstehe. So, was haben wir hier? Wir haben ja hier auch irgendwas bekommen, ne? Weiße Trauer. Der kleine Mann entfernt sich immer weiter. -1 Autorität. Warum sollte ich das machen? Ich verstehe das nicht. Da ist doch nur Minus. Ich krieg doch davon nichts. Oder? Ich kann noch nicht sagen, was mir das hier bringt. Da muss ich glaube, da muss ich noch, aber ist jetzt Status. Da muss ich mich nochmal reinlesen, was mir das bringt. Weiße Trauer. Ich meine, man sieht ja, was man darüber bekommt. Vorübergehender Forschungsbonus. -1 Autorität. Was nicht gut ist. Oder? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Ich habe keine Ahnung. Ich lese mich da nochmal ein und schaue, was man da am besten macht. Lies die Wasserzeichen. Was war denn das nochmal? Ach, wir mussten eh hier zum Wagen, ne? Begib dich zuerst zum Kinema und schalte seine Scheinwerfer ein. Stell dich vor die Frontscheinwerfer des Kinema, um die Halogenwasserzeichen in deinem Fallbuch zu lesen. Vielleicht erfährst du so etwas über deine Identität. Das machen wir. Wir sind eh hier. So. Inside, you see a set of steering levers, Ja. a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Kim, wie schalte ich die Scheinwerfer an? Alright. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. Du drückst auf Motor starten. The dashboard lights up with orange glow. The raspberry gauge jumps, and the engine of the cruise connector comes to life with a whiny growl. Alter, ging das nicht noch lauter? Like a leopard waking from its sleep, yawning and roaring at the same time. Du drückst auf den Knopf mit der Aufschrift Scheinwerfer. The lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. Ah, ja. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. So machen wir es. Schließen die Tür und dann gehen wir davor, ja? Und dann sehen wir was genau? Oh. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz mit. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Du betrachtest das schimmernde Straßennetz. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Du wartest und siehst dich um. A rat brazenly darts past you and disappears amongst the stopped lorries. In the distance, a child somewhere shrieks. A woman reprimands her in a voice no quieter than the child's cry. Ah, Martinez. Sagt er und riecht die Luft. Schön Hafen, weißt du? Es riecht nur nach Fisch anscheinend. Wo genau sind wir hier? Du zeigst auf die Halogenkarte. Let me see. Er nimmt sich kurz das Fallbuch und inspiziert es. Right here. Sagt er. Sein Finger zeigt auf den oberen Bereich der Karte, auf ein Küstengebiet, das in den Ozean herausragt. Ich bin mir sicher, dass ich schon schlimmere Orte gesehen habe. Sieht nett aus. No, it does not. Ja, okay, du hast ja recht. Du betrachtest die Perforation. There are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Du zählst die einzelnen Reihen. The first row has 18 dots. Ist das jetzt heller geworden? Ist jetzt Tag? Keine Ahnung. Wir sind immer noch bei Tag 1, sehe ich gerade. Okay. Und die nächste? The next is the longest. It runs all the way around the border.
and then some. Du zählst sie nacheinander. There are so many, it's hard to count. More than 150, at least. Maybe even 200. Und die letzte Reihe? The last row has 3 perforations. 3. Mehr nicht? That's it. Na gut. Hey Kim, was haben all die Löcher zu bedeuten? Du zeigst auf die Punkte an dem Wasserzeichen. Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Will ich das sehen? Alpha male officers who are proud of their numbers often do. It's meant. Son, here is where we score your life performance. You better hope it's good. Ja, das hoffe ich. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Oh Gott. Glauben Sie ernsthaft, dass ich das weiß? Ich bin durchs Land gezogen und habe Huren und Lügnern das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben noch 9855 Tage. Was? Ich mache das seit 18 Jahren? Ich glaube, ich bin nur rumgelaufen und habe mich ständig entschuldigt. Maybe you were a diplomat or in PR. Doesn't matter, I suppose. Let's move on, shall we? Ja, bitte. This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. Da haben wir ja sehr viele. You've got, let's see. Wow, more than 200. Ja? Ist das viel? It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Okay. Früher war ich mal gut. Das ist immerhin ein kleiner Trost. Wofür steht denn die letzte Zahl? Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Ich bin also ein Killer. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. Oh, okay. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesen Polizisten hält. Aber ich glaube, er hat ab sofort ein anderes Bild von uns, oder? But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Haben Sie denn schon mal jemanden getötet, Kim? Yes. Und wie kommen Sie mit dieser Belastung klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht dich vielsagend an. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen? Why not gardening? You've already got the gloves. Oh Gott, er geht echt darauf ein, das ist ja cool. Er geht darauf ein, dass wir diese Handschuhe anhaben. Oh Mann. Vielleicht sollte ich die Jungs mit einem Drink begießen. Auf die Gefallenen? Ja, ist ja If gut. you want to pour out the booze you've been carrying around on duty, I'm certainly not going to stop you. Ich glaube, ich will es doch nicht As you begießen. will. Wir behalten unseren Alkohol. Danke dafür, du schließt das Thema ab. The lieutenant nods. Interessant. Okay, machen wir weiter. Right. I'll go turn off the lights. Okay. Auftrag aktualisiert, liest die Wasserzeichen. Dann werde ich mal die Scheinwerfer ausstellen, hat er gemacht. Er drückt auf eine Fernsteuerung am Schlüssel. Auf deiner Tagebuchseite kannst du jetzt deine Statistik sehen, rechts neben der Auftragsbeschreibung. Oh. Was? Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your Copo type. Ja, okay. Und was bin ich? Guess. Ich hatte irgendwie gehofft, ich wäre der Superstar-Bulle. That is only a ludicrous daydream. Guess again. You're the...
Bin ich der coole Bulle? No, you're the sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Wisst ihr was? Ehrlich gesagt tut mir nichts leid. Ich ändere meine Meinung. Werden die anderen Bullentypen nicht neidisch sein? Tut mir leid, du bist dabei. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. Oh, ist das so? That won't happen. Oh, na toll. Schade. Warum auch nicht? Hätte ja sein können. So, wir haben rigorose Selbstkritik. Auch hier -1 Autorität. Du bist wirklich ein jämmerliches Stück Scheiße. Du mit deinen ewigen Entschuldigungen. Ja, wir hätten vielleicht, ja, was anderes sagen sollen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das war nicht so gut. Erledigt haben wir es auf jeden Fall. Wo sind jetzt unsere? Hier, da, ganz rechts. Superstar Bulle 4. Bedauernde Bulle 4. Rang unbekannt. Kommunist 2. Ultraliberaler 1. Moralist 1. Guter Bulle, böser Bulle 4. Getötete Person 3. Gelöste Fälle 216. Jahre im Dienst 18. Interessant. Ich finde das echt interessant. Kim, vielen Dank, dass wir da jetzt ein bisschen klarer sind. Ach so. Ja klar, ich muss natürlich weitermachen hier. Was können wir denn jetzt noch machen? Die Kleidung des Opfers lag in dem Müllcontainer und wir wollten Kuno fragen. Oder frage Garte, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Abfall. Wir fragen erstmal Kuno, weil er hier draußen ist, direkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen mehr Aufträge, als wir wegarbeiten können. Aber das ist okay. So, du kleine Ratte. Hör mal zu. Fuck, does Kuno care? Oh. Ich habe weitere Fragen zum Tatort. Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? Hör mal, hier, im Müllcontainer war die Kleidung des Toten. Du deutest auf den Container. Wie ist sie dort reingekommen? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Aha. Aber ich muss es wissen. Es könnte eine Ermittlungsspur sein. Jemand könnte den Tatort manipuliert haben. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Alter. You'd have to be blind not to notice the giant white letters FALN running down his trouser leg. Was? Aha. Moment mal, ich habe dich gefragt, was mit seiner Kleidung passiert ist. Du musst sie doch hier irgendwo gesehen haben. Look, Kuno ain't seen shit lying around. Except for that up there. Now you want performance gear or not, Grandpa? The lieutenant remains silent, but his expression couldn't say, I told you so, any louder. Ja, das stimmt. Er hat recht. Mit ihm kann man nicht reden, mit diesem kleinen Penner. Alles klar, dann erzähl mir, was ist so toll an dieser Hose? Pig, these are found modulars. Liquid fit, performance crotch, urban survival shit. Made in Mirova by scientists. Pants scientists. Ist das so? Believe it, you need this shit. Er öffnet den Reißverschluss zu seiner Jacke, damit du einen kurzen Blick auf die in Plastik verpackte Hose werfen kannst. Sie ist graphitschwarz und sieht brandneu aus. These could drastically improve your chances of survival in the urban wilderness. Ist das so? Coach Physical Instrument endorses these pants. They are tartan ready. Wir haben 7 Real. Was will er dafür haben? They will also make you into an idiot. Diese Hose könnte mich interessieren. Reden wir später darüber. Alright, Pickle, shit's rolling. Don't do business with the pig, Kuno. He's gonna steal all your money, Kuno. As you can see, Kuno and C don't trust you. Can't do business without trust. Nickt in Richtung des Sounds. Trauen dir Kuno und C nicht.
Was? Ohne Vertrauen kann man keine Geschäfte machen. There's more to his distrust than being a pig. He feels threatened by something obscure in you. What that is, however, remains a puzzle for now. Im Müll war außerdem eine Tasse. Du zeigst ihm die Tasse. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? Ja, hat diese rassistische Tasse etwas damit zu tun? Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you pigs are after the mug fucker? Cause he's the clothes fucker? Vielleicht. Can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Genau das habe ich gemeint, Kuno. Jemand hat den Tatort manipuliert, manches hier weggeräumt. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. The kid may have something there. He's already come up with an interrogation technique too. Oh, offensichtlich. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he Na wouldn't klar. squeal. But if you find out, maybe you can... Was denn? Tell the Kuno who it was. He's curious. He likes putting two and two together here. Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Get away from my Kuno. Jetzt mal ganz ruhig, Lady. Yeah? Get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Ja, ist ja gut. Okay. Ah, Kuno, da hinten sind ein paar Eternitplatten. Du zeigst auf den Schuppen. Haben wir die gesehen? That's just some shit roofing gimps left behind. Lazy dinks. Dachdecker zu deppen. He's hiding something. Okay, verbirgst du etwas? Pig, if Kuno was hiding something, it would be hidden. Der übertriebenen Selbstbewusstsein. But it is not hidden, is it, sire? You picked up on it. You should examine the pile of roofing material again. Oh, okay. Vielleicht habe ich dazu später noch Fragen. Yeah, whatever. Ja, Kuno ja, doesn't ja. give a shit. Ja, Kuno ich auch nicht. doesn't... Tschüss, Kuno. Okay, wir sollten noch mal diese Platten uns angucken. Wo war das? Hier? Ja. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Dächer verkleidet. Was ist das? Okay, das haben wir schon gehabt. Wahrnehmung. Die Schauspielkunst hat dir geraten, noch einmal nachzusehen. Warum schaue ich mir dieses Dachdeckermaterial an? Das würde ich auch gern wissen. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're too orderly. Oh, du reißt die Platten ab. There it is. You see a shabby little door. Oh. Interessant. Was? Da ist sie, eine schäbige kleine Tür. Willenskraft haben wir zurückgewonnen und Erfahrung. What is Wunderbar. this then? A tool shed? Let's investigate. Oh, absolut, Kim. Absolut, das werden wir tun. Wir gehen rein. Kommen wir einfach rein? Wir kommen rein. So. Ich habe keine Ahnung, was da drin lauert, aber ich will es wissen. I want to know. Okay. Was zum Henker? Wir gucken uns eins nach dem anderen an. Eine leere Tube des Nahrungsergänzungsmittels Magnosolam. Wir sollten vielleicht unsere Taschenlampe in die Hand nehmen, weil es schon recht dunkel ist hier. Einigermaßen. Man kann trotzdem alles sehen, aber hey. Was ist das für eine Flasche? Oh. 40 Cent. Vielen Dank, den nehme ich gern. Auf dem Poster steht, aus dem Weg oder du wirst weggeballert. Ist das Kunos kleines Versteck oder so? Ein silberner Teller mit knochengelben Pulverresten. Be still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. Oh. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. There's a good, vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. Aha, wie er zu Drogenkonsum steht. Rein dienstlich, meine ich. Hier hat jemand Rauschgift genommen. Vielleicht sollte die Polizei einschreiten? Ich habe nicht darüber nachgedacht, es zu nehmen. Ich schwöre es. Ich habe an Gerechtigkeit gedacht. Ich habe gehört, dass Amphetamine einen zu einem richtig guten Detective machen sollen.
Sind Sie ein richtig guter Detective? Ja, wir sagen mal das Erste. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, Er zeigt auf die Leiter in der Ecke. see that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Wahrscheinlich ist das so, mein Guter, ja. Ja gut, die Amphetamine kann man nicht mitnehmen anscheinend. Was ist mit diesem Schweinskopf? Ein gepökelter Schweinskopf. Sieht fast wie mumifiziert aus. Okay. Dann nehmen wir mal die Leiter, schauen, wo wir rauskommen. Alter. Oh, wir sind auf dem Dach. Was ist das für eine Jacke da oben? Wo will der denn hin? Ach, man kann hier weiterlaufen. Oh, okay, okay. Moment, bevor wir hier weiterlaufen, schaue ich mich hier erstmal um. Ja, er will dahin. Was ist denn hier unten? Diese Fässer sind halb voll mit Regenwasser. Okay. Da unten ist ein Durchgang, glaube ich. Da kommt man gar nicht hin. Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Zu der Kiste. Aber auch hier möchte er einen ganz anderen Weg einschreiten. Dieser Eingang wird bald einstürzen. Das ist nicht so gut. Aber wir müssen da durch. Behelfsmäßige Pfeiler verhindern den Einsturz der Ruinen. Okay. Was haben wir denn da drin? Gegenstand, Postkarte Grand Couron, oder was war das? Couron 37. Diese Postkarte zeigt ein unschönes Wohngebiet mit Blick auf das Viertel Jamrock. Am Hang reihen sich 13-stöckige Gebäude wie Särge aneinander. Hinter ihnen steigt bereits ein ominöser Nebel in die Luft. Dies sind die letzten Jahre des Aufschwungs. Im Jahr 39 scheitert das Projekt katastrophal und hinterlässt eins mit Opiaten und Hepatitis B verseuchtes Armenviertel. Alter. Kauf von Kuno eine Fallenhose ab. Ja, ja, ja. Können wir ja machen, aber jetzt noch nicht. So. Da liegt noch Geld. Ich sehe es doch. Ich sehe es. 90 Cent. Ja, damit. Geht's hier nicht weiter? Hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Oder geht's hier weiter? Nö, auch nicht. Moment mal, aber wie komme ich denn zu dieser Box? Ich lasse ihn mal laufen. Mal gucken, wo er lang geht. Hier geht's doch weiter. Ah, okay. Ja, das wusste ich nicht. Wenn man draufklickt, geht er von selber. Da ist wieder ein bisschen zum Heilen. Da liegt noch was. Ein bisschen Geld. Geld. 90 Cent. 1,10. Wunderschön, wunderschön. Ich glaube, die Taschenlampe brauchen wir gar nicht mehr, oder? Ich leg die mal ab. Wie kommen wir denn da hin? Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. When the wind ruffles the cloak, you can most definitely see a white rectangle on its back. Heiliger Bimbam. Das ist ein Polizeimantel. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. Er schätzt ab, wie tief es nach unten geht. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Wahrscheinlich haben wir das, ja. Du siehst dich um. The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Okay. That machine is a Kvalsund 1020 HK. Okay, dann zeigen wir mal auf den Kram. Is it? Kvalsund makes a lot of heavy equipment, but this is phenomenal, even for them. Wir zeigen ihm mal, dass wir ein bisschen was im Kopf haben. But I digress.
We were focusing on your cloak. Ja, ja. Er betrachtet was? Das traurige Stück Stoff, das im Wind flattert. Ah, yeah, okay. 8%. Du entscheidest dir, den Mantel zu holen und springst über den Sims. Sollten wir nicht tun. Was genau machen wir hier oben? What are we doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought that was our intention. Wahrscheinlich. Or it could be that we are just exploring. Der Wind zerzaust seine Haare, während er sich umsieht. Glauben Sie wirklich, dass es mein Mantel ist? Soll ich ihn mir holen mit einem Sprung? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Okay. The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? Bestimmt nur interessante Sachen. Und vielleicht unsere Waffe. Oder unsere Polizeimarke. Wie wär's damit? Wir versuchen es mal. Hat das geklappt? Mit 8%? As you leap in the air, a chilly breeze engulfs you, sharpening your senses. Du schließt die Augen und erfasst mit deinen Sinnen die Welt um dich herum. Du setzt deine Reise durch die salzige Luft fort. Ankles tingling from the tension, blood roaring in your ears. You are ready for your rendezvous with the concrete pavement below. Du setzt deine Reise durch die salzige Luft fort. As the concrete floor welcomes you, you realize it's been a while since you felt so alive, alert, capable. Must be the adrenaline. Absolut. I knew you could do it. My climbing down might not have been as disco as your jump, but at least we can explore the harbor now. Voll gut. With your feet firmly planted on the concrete, the noise of the harbor rushes back in. Wie geil ist das denn gewesen jetzt? Ja, dann schnapp ich mir meine Jacke. BMR Streifenmantel. Den schauen wir uns direkt mal an. Ja. +1 Korbgeist, +1 Schauder. Geil. Okay, das ist besser als unsere jetzige Jacke, oder? Ja. Beherrschung. Die ziehen wir an. Ein Polizeimantel aus schwerem Ölzeug. Er wäre nahezu wind- und wasserbeständig, wenn dann nicht die 3 Einschusslöcher wären. Die charakteristische weiße Rechteck der BMR bedeckt die Rückseite dieses Kleidungsstücks. 3 Einschusslöcher. Okay, steht uns ganz gut. Bis auf das Unterhemd vielleicht, das passt absolut gar nicht. Aber Körperapparat wird dadurch erhöht. Korbgeist hätten wir hier noch. Achso, das sind die Jacken. Wir könnten das Hemd anziehen oder den hier. Das Tanktop aus Netzgewebe. Ich lasse es mal an. Ich mache es mal so, wie es ist. Ich denke, das ist okay. Sieht doch ganz fesch aus mit der Krawatte. Kann man nichts sagen, Freunde. So, wir haben also diesen Sprung gewagt. Wir könnten hier wieder rausgehen wahrscheinlich. Aber wir schauen uns hier natürlich erstmal um. Ja, wenn wir schon auf dem Hafengelände sind und uns umschauen können. Warum auch nicht, oder? Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern in der nächsten Aufnahmesession. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Dieses riesige, bombastische Text-Adventure, das wir hier erleben dürfen. Es ist wirklich einfach mal was anderes. Es ist wenig Action, es ist aber super lustig, es ist total abgedreht und mir macht's mega Fun. Wir hatten ja jetzt, ich glaube 2 oder 3 Folgen lang oder sogar noch länger die Synchro-Stimmen an. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ich lasse die erstmal an. Es sei denn, ihr sagt, ich möchte lieber, dass du vorliest, dass ich alles vorlesen soll, die Stimmen verstellen soll. Das kann ich auch sehr, sehr gerne machen, gar kein Problem, was mir auch sehr viel Spaß macht, ja. Aber die Stimmen hier, die Synchro-Stimmen, die sind mega. Hören sich alle mega gut an und ja, aber ich höre natürlich auf euch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, adios amigos, ciao, ciao.